hier Miranda von Taiwan Foodie. Was kochen wir heute? Heute kochen wir Frühlingsrolle. Yeah! Ich esse sehr gerne Frühlingsrolle. Und zwar, wenn man selber zu Hause richtig Frühlingsrolle zubereiten möchte, muss man die frittieren. Aber ihr habt bestimmt ähnliche Gedanken wie bei mir. Ja, man braucht so viel Fett für Frittieren, das ist nicht gesund. Oder was mache ich mit dem restlichen Fett nach dem Kochen? Ja, ich verstehe euch. Deswegen heute zeige ich euch zwei unterschiedliche Methoden. Eine ist einfach typische Frittieren und zwei ist danach im Backofen tun. Ihr werdet dann sehr überraschen, nachher die Frühlingsrolle aus dem Backofen kommen, wie knusprig die sind. Für die Zutaten braucht ihr Schweinefleisch in sehr feinen Streifen. Wenn ihr selber nicht getraut, das so fein zu schneiden, dann verwendet ihr einfach normale Hackfleisch, das geht auch. Und dann getrocknete Pilze, Glasnudeln, natürlich Öl zum Braten und nachher frittieren und Backofen brauchen wir Öl. Für Gemüse, da könnt ihr je nach eurem Geschmack anpassen. Ich persönlich mag meine Frühlingsrolle mit Spitzkohl, Möhren, Zwiebeln und Zwiebellauch. Gemüse sollen in feine Streifen geschnitten und Zwiebellauch in Ringe geschnitten. Und die sind dann unsere Füllung und für die Füllung machen wir auch eine Soße zum Geschmack bringen. Sojasauce, Zucker, Wasser und Kartoffelstärke. Und hier brauchen wir ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser. Hier mischen wir eine Kleber. Und zwar diese Kleber werden wir nachher beim Frühlingsrolle formen brauchen. Natürlich was Wichtiger ist dann dieser Frühlingsrollenteig. In Asien-Supermarkt könnt ihr das finden. Und es gibt 3 unterschiedliche Größen. Ich persönlich mag diese große. Dann kann man besser die Frühlingsrollen zubereiten. Mit den Zutaten könnt ihr heute 10 große Frühlingsrolle zubereiten. Und jetzt fangen wir an. Die getrockneten Zutaten, die 2 Pilze und Glasnudeln, müsst ihr vorher im Wasser einlegen, damit die weich sind. Ich habe schon hier etwas vorbereitet. Also die brauchen beide nicht lang, vielleicht etwas halbe Stunde in kaltes Wasser, dann werden sie weich. Man soll einfach den Pilze, wenn das weich ist, einfach das Wasser rauspressen. Und für den Glasnudeln, das kann man nicht das Wasser rauspressen, einfach nur das Wasser weg und hier rein. Und dann müssen wir mit einer Schere einfach hier den Glasnudeln ungefähr halbieren, damit das nachher so lang, das ist dann nicht einfach zu füllen. Und für Pilze mache ich auch mit dem Schere einfach nur klein schneiden. Jetzt machen wir die Füllung. Die Hitze an, etwas mittlere Hitze, Öl rein, Fleisch rein. Also ich habe hier mein Fleisch aus Schweinenacken. Ihr könnt eure Lieblingsfleischsorte verwenden oder auch Hackfleisch, wie vorhin schon gesagt habe. Also beim Fleischbraten erst kommt die Flüssigkeit von dem Fleisch raus. Man muss dann die Flüssigkeit mindestens mal so braten, bis dass die weg sind. Okay, jetzt seht ihr dann die Flüssigkeit sind weg. Was diese durchsichtige Flüssigkeit, die sind nicht von dem Fleisch, sondern die sind Fett. Jetzt können wir Pilze reinmachen und auch Zwiebeln. Wenn man das Aroma vom Pilz riecht, dann kann man weitere Zutaten reintun. Ich mache erstmal Möhren rein, weil die brauchen etwas länger zu kochen. Okay, jetzt kann ich Spitzkohl auch reinmachen. Beim Bedarf kann man noch ein bisschen zusätzliche Öl reintun. So, jetzt können wir mal die Soße und Gewürze reintun. Wir lassen erstmal nur Hälfte das Wasser rein, weil die andere Hälfte brauche ich für Kartoffelstärke, Sojasauce und Zucker.
grobe wenden und jetzt können wir Glasnudeln reintun. So vermengen, bis das Glasnudeln, die können gut mit Soße kombinieren. Und jetzt können wir Deckel drauf machen. Und jetzt lassen wir nur so etwa 5 bis 10 Minuten garen. Also alle Gemüse müssen weich sein. Dann ist fertig. So, wir haben etwa 5 Minuten gekocht. Und jetzt sehen die alle weich und die Glasnudeln hat die Soße auch aufgenommen. So, jetzt können wir Zwiebellauch reintun. Grob wenden. Und jetzt habe ich hier ja Wasser und Kartoffelmehl. Ich möchte ja hier die ganzen Zutaten etwas dick werden. Nach und nach reingießen. Und dann schnell wenden. So, jetzt kann man die Hitze ausmachen. Ihr könnt mal jetzt die Füllung kosten, ob da noch mehr Salz, Sojasauce, Zucker oder Wasser rein soll. Der Geschmack ist in Ordnung für mich. Und jetzt lassen wir die Füllung richtig abkühlen, ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir die Frühlingsrolle zusammenformen. So, jetzt während unserer Wartezeit, dass die Füllung abkühlt, wir können ja den Ofen vorheizen. Im Backofen Umluftfunktion 250 Grad. Wenn ihr zu Hause keinen Umluft habt, dann Oben- und Unterhitze 260 Grad. So, die Füllung ist jetzt richtig abgekühlt und erst machen wir den Kleber fertig. Mehl ins Wasser und umrühren. So ist fertig. Kleber ist fertig, jetzt können wir Frühlingsrolle formen. Nimm mal erst so einen Teig, Spitze zu sich selber und dann nimmt man die Füllung und etwas länglich verteilen. Versuch jede Zutaten so gut verteilen. Ungefähr diese Menge soll ausreichen. Und dann macht man so, erstmal zurückdrücken, weiter, links und rechts in der Mitte zu bringen. Und weiter rollen. Und hier soll man den Kleber einfach drauf machen. Und dann zusammenrollen. Und so ist ein Frühlingsrolle so fertig. Und wir pinseln jetzt allerseits richtig mit Öl und so auf eine Backgitter drauf tun. Diese beiden Seiten, die verbrennen sehr gerne, deswegen richtig mit Öl reinpinseln. So ist eine fertig. Jetzt machen wir weiter, bis das 10 fertig sind. So, ich habe jetzt erst 5 Rolle fertig gemacht. Bevor wir dann die weitere Frühlingsrolle formen, lassen wir erstmal die 5 im Backofen reintun. Jetzt forme ich die weitere Frühlingsrolle und ich werde die nachher frittieren. Das heißt, ihr müsst die Frühlingsrolle nicht mehr mit dem Öl drauf pinseln. So, jetzt machen wir frittierende Version. Hitze an und natürlich pflanzliche Öl hier rein tun und nur mittlere Hitze. Wir warten, bis dann Öl richtig aufgehitzt ist und dann können wir Frühlingsrolle erstmal rein tun. So, jetzt sieht man den Muster im Öl sich so fließt und das heißt, das Öl ist schon heiß genug für uns und was ich teste ist, dass ich nehme diese Holzstäbchen rein und ihr seht, dass Luftblasen so schon rauskommt und das darf nicht zu intensiv sein. Zum Beispiel das wäre für mich jetzt langsam zu heiß. Ich mache mal die Hitze runter und genau diesen Status können wir Frühlingsrolle frittieren. Und jetzt wenden. So, ungefähr jetzt diese Farbe, dann ist Frühlingsrolle auch schon fertig. Wir können dann das rausholen. So, jetzt ist auch die letzte 3 Frühlingsrolle fertig. So die Farbe. Beide Methoden von Frühlingsrollen sind fertig zubereitet. Hier sind die Rollen, die im Backofen waren. Und hier sind die Frühlingsrollen, die frittiert sind. Und jetzt testen wir mal, ob die wirklich beide knusprig und lecker sind.
So, man sieht ja beim Schneiden, die sind beide knusprig. Ich habe ja die Frühlingsrolle im Backofen ungefähr 13 Minuten gelassen. Und man sieht das auch, das ist sehr knusprig. Und bei der frittierten Version so circa 5 Minuten, 3 bis 5, je nach der Hitze von dem Öl. Jetzt kosten wir auch, ob die beide lecker sind. Jetzt teste ich einfach frittierte Version. So, jetzt habe ich beide Versionen getestet. Also ich muss sagen, es gibt einziger Unterschied von 2 Frühlingsrollen ist einfach frittierte Version, der Teig hat bessere frittierte Teiggeschmack. Die Füllungen sind genauso lecker und die sind beide genauso knusprig. Also das ist dann jetzt eure Entscheidung, mit welcher Methode möchtet ihr eure Frühlingsrolle zubereiten. Ich persönlich, ich finde das einfach im Backofen ist viel einfacher, viel praktischer. Man braucht nicht diese extra Fett zu besorgen und dann das Raum riecht auch nachher nicht so schlimm. Trotzdem, das ist immer schön, dass wenn man ab und zu mal frittierte Frühlingsrolle zu Hause selber zubereiten, die schmecken einfach noch ein bisschen besser. Ich hoffe, mein Rezept gefällt euch. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!